Der klassische rosa Zettel. Seit 1. Januar ist er Vergangenheit. Jetzt gibt's für gesetzlich Krankenversicherte verschreibungspflichtige Verordnungen nur noch digital als E-Rezept. Unsere Kollegin Claudia Banse testet das aus, ganz klassisch in der Praxis. Ja, also für eine Erstverordnung komme ich nicht drum herum, beim Arzt persönlich aufzuschlagen. Das Gleiche gilt übrigens für Karte einlesen, einmal im Quartal. Daran hat sich also nichts geändert. In der internistischen Hausarztpraxis von Dr. Lutz Lührs aus Wiesbaden lässt sich Claudia eine Verordnung digital ausstellen. Die händische Unterschrift entfällt. Stattdessen wird nun eine digitale Signatur verlangt. Dazu muss Lutz Lührs seinen Arztausweis in ein Lesegerät stecken und einen Code eingeben. So wird das Rezept freigeschaltet und auf dem Server der Krankenkasse und der Gesundheitskarte gespeichert. Ab dann ist das Medikament in der Apotheke abholbereit. Der Signaturvorgang, der digitale, dauert ein bisschen. Die Software räumt uns ein eine sogenannte Komfortsignatur. Das heißt, ich kann in einer Lücke mehr Rezepte, bis zu 150, am Block signieren, wenn ich sie vorher geprüft habe. Das heißt, die Patienten können bei uns das Rezept in jeder beliebigen Apotheke in Deutschland einlösen. Auch die Bestellung von Folgerezepten ist komfortabler geworden. Da reicht ein Anruf in der Praxis, vorausgesetzt, die Karte wurde im Quartal schon eingelesen. Ja, sehr gerne. Tschüss. Das ist natürlich für mich von Vorteil. Ich nehme regelmäßig Schilddrüsenhormone ein. Jetzt spare ich mir den Weg zum Arzt und kann direkt in die Apotheke und meine Medikamente abholen. Eine andere Möglichkeit ist die E-Rezept-App. Auch die lohnt sich vor allem bei Wiederholungsrezepten, wenn es keine Einwände vom Arzt gibt. Allerdings muss man sich erst mal registrieren und bei der Krankenkasse einen PIN beantragen. Das dauert ein paar Tage. Nach 2 Wochen habe ich dann den PIN per Post bekommen, habe den hier in die App eingegeben. Und um die App dann freizuschalten, musste ich am Ende noch meine Gesundheitskarte so aufs Display legen. Und die Voraussetzung ist, dass es eine NFC-fähige Karte ist. Das erkennt man dann hier. Das ist so ein Wellensymbol. Ja, und das hat alles geklappt. Und jetzt geht bei mir auch die Rezept-App. Claudia braucht nun nur noch bei ihrem Hausarzt anzurufen, um ihr Folgerezept zu bestellen. Das wird ihr dann digital in die App übertragen. Zum Einlösen hat sie mit der App mehrere Optionen. Ich kann jetzt mein Rezept direkt an die Apotheke meiner Wahl senden und kann das Produkt reservieren lassen. Das heißt, ich bekomme auch Feedback. Vielleicht ist es ja gar nicht verfügbar oder so. Und wenn ich mal wirklich gar keine Zeit habe, kann ich auch einen Botendienst anfragen. Das heißt, ich bekomme das Medikament geliefert. Und das ist natürlich perfekt. Klingt nach vielen Vorteilen, zumindest für uns Patienten. Wie sieht das der Mediziner? Ich bin auch sicher, dass Rezept- und Medikamententourismus abnimmt, weil eben die Krankenkasse mitkriegt, Moment mal, der hat doch eben schon ein Rezept geholt und da noch eins und da noch eins. Und das ist früher dann erst später beim Einreichen aufgefallen und dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Allerdings sieht es der Arzt kritisch, wenn die Patienten fürs Rezept gar nicht mehr in die Praxis kommen müssen. Das Abholen des Rezeptes war immer auch eine Möglichkeit, einen kurzen Austausch mit dem Patienten zu haben und vielleicht auch einen Blick und dann zu sagen, Moment mal, Sie sehen aber blass aus, was ist denn da los? Machen wir doch mal lieber einen Termin in der regulären Sprechstunde. Es gibt also auch noch ein paar Knackpunkte. Aber die Vorteile des E-Rezepts überwiegen. Weniger Andrang, mehr Diskretion, kaum mehr Ausdrucke auf Papier. Es sei denn, man hat seine Gesundheitskarte vergessen. Dann gibt's das Rezept weiterhin als QR-Code auf Papier. Und wir sprechen darüber mit Daniela Hubloer, Ärztin und Verbraucherschützerin bei der Verbraucherzentrale Hessen. Schön, dass Sie da sind. Es gab jetzt eine große Umfrage unter Apothekern über das E-Rezept und die haben gesagt, es gibt wirklich noch große Probleme. Welche sind das? Also die Probleme, die uns geschildert werden von den Verbrauchern und Verbraucherinnen, die sind schneller in der Apotheke als das Rezept. Denn die Arztpraxen organisieren sich das zum Teil so, dass zum Beispiel erst am Praxistagende dann der ganze Stapel elektronisch signiert wird, also erst dann auch an die Apotheken geschickt wird.
Das heißt, Patienten und Patientinnen, die dringend ein Rezept brauchen, am selben Tag noch, ein Antibiotikum zum Beispiel, die müssen es in der Arztpraxis wirklich besprechen. Entweder, bitte können Sie es gleich signieren, dann wird es auch gleich elektronisch weggeschickt, oder machen Sie mir einen Ausdruck in Papierform von dem elektronischen Rezept, dass ich dann eben damit auch gleich in die Apotheke gehen kann. Genau, also man kann tatsächlich auch sich noch einen Ausdruck geben lassen. Ja, theoretisch, also es scheint auch zum Teil zu sein, dass die Arztpraxen das sehr ungern machen. Okay. Warum auch immer, aus Kostengründen des Papiers oder aus Organisationsgründen. Aber es gibt ja Fälle, wo das wirklich nötig ist, wenn ich eben gleich das zum Beispiel in der Apotheke abholen muss oder wenn ich mein Krankenkassenkärtchen aus verschiedenen Gründen nicht habe oder für jemand anderen das abholen soll. Also insofern wird es immer, oder auch wenn die Technik nicht funktioniert, was sowohl in den Arztpraxen sein kann als auch in der Apotheke, dann kann es eben doch noch nötig sein. Ja. Würden Sie denn unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die App empfehlen, die sich runterzuladen, von der wir gerade gehört haben? Ja, es gibt schon große Vorteile, denke ich, bei der App. Sie ist ein bisschen umständlich zu installieren. Es dauert auch ein bisschen, bis man die PIN von der Krankenkasse hat. Authentifizierungsprozess durchlaufen hat. Aber wenn man es hat, denke ich, ist es sehr praktisch. Denn ich kann zum einen mir ein Folgerezept im gleichen Quartal. Hier haben wir gerade auch das eingeblendet, wie es aussieht, die App. Genau. Ich kann mir ein Folgerezept verordnen lassen im gleichen Quartal, theoretisch auch fürs Jahr, aber das wird noch in den Arztpraxen noch nicht so gehandhabt, weil es noch nicht diese Jahrespauschale gibt für die Arztpraxen. Ich kann mir bei einer Videosprechstunde was verordnen lassen. Ich kann, wenn ich die App habe, auch für eine andere Person, zum Beispiel für ein Kind oder für pflegebedürftige Eltern zum Beispiel, auch die Rezepte mir auf die App schicken lassen. Das ist natürlich sehr praktisch. Das ist praktisch. Ich kann eine Abfrage machen bei den Apotheken um mich rum. Ist es vorrätig und lasse ich es mir bringen, lasse ich es mir schicken, hole ich selber ab. Und ich finde vor allen Dingen gut die Verknüpfung mit dem elektronischen Medikationsplan, denn es gibt wirklich sehr viele Wechselwirkungen zwischen den Medikamenten, auch zwischen dem, was die Menschen an nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten nehmen. Und wenn das alles auf einem Plan steht, in dem Fall elektronisch, dann kann das abgeprüft werden. Gibt es noch Fälle, wo man kein E-Rezept bekommt? Ja, bisher ist es ja nur das sogenannte Rosa-Rezept für die rezeptpflichtigen Medikamente. Also es gibt weiter ein grünes Rezept für die nicht verschreibungspflichtigen Medikamente. Es gibt das Betäubungsmittelrezept. Es gibt das blaue Rezept bei den Privatpatienten. Also die gibt es weiterhin. Und es gibt ja auch die Rezepte, die nach und nach mit ins E-Rezept kommen sollen für Heilmittel, also für Therapien wie Physiotherapie, Krankengymnastik, für Hilfsmittel, also die Produkte, die helfen an Rollstuhleinlagen etc. Das ist alles auch noch auf dem Rosa-Rezept. Vielleicht noch kurz, manche bestellen ja auch gern bei Online-Apotheken. Geht das auch mit dem E-Rezept? Das geht dann gerade mit der App ganz besonders praktisch, ja. Okay. Vielen herzlichen Dank, Daniela Hubloer von der Verbraucherzentrale Hessen, für die Information. Gerne.